Ursula von der Leyen schlägt einen Milliardenplan zur Wiederaufrüstung Europas vor. Was die USA und Russland machen, erfährst du hier in diesem Video. Nachdem Donald Trump US-Militärhilfe für die Ukraine eingestellt hat, ist die Sorge in Europa bei den europäischen Politikern extrem groß und dementsprechend hat Frau von der Leyen eine ganz tolle Idee. Sie möchte umgehend ein 800 Milliarden Euro Hilfspaket loslegen in die Ukraine. Und warum? Das schauen wir uns jetzt hier nochmal genau an. Wir leben in den folgenschwersten und gefährlichsten Zeiten. Ich muss nicht beschreiben, wie ernst die Bedrohungen sind, denen wir ausgesetzt sind, oder die verheerendsten Folgen, die wir ertragen müssen, wenn diese Bedrohungen eintreten würden. Denn die Frage ist nicht mehr, ob Europas Sicherheit in einer sehr realen Weise bedroht ist oder ob Europa mehr Verantwortung für seine eigene Sicherheit übernehmen sollte. In Wahrheit kennen wir die Antworten auf diese Fragen schon lange. Die eigentliche Frage, die sich uns stellt, ist, ob Europa bereit ist, so entschlossen zu handeln, wie es die Situation erfordert. Wir befinden uns in einer Ära der Aufrüstung. Und Europa ist bereit, seine Verteidigungsausgaben massiv zu erhöhen. Sowohl die Dringlichkeit, kurzfristig zu handeln und die Ukraine zu unterstützen, aber auch die langfristige Notwendigkeit anzugehen, mehr Verantwortung für unsere eigene europäische Sicherheit zu übernehmen. Und nun aus diesen bekannten Gründen kündigt sie einen 5-Punkte-Plan zur Wiederaufrüstung in Europa an. Und dazu schreibt die Zeit: Europa ist bereit, seine Verteidigungsausgaben massiv zu erhöhen, sagte von der Leyen. Der Plan umfasst demnach eine Lockerung der Schuldenregeln sowie Anreize zur Steigerung der Verteidigungsausgaben. Das heißt, Schuldenbremse AD braucht kein Mensch, weil wir können das Papiergeld sowieso drucken auf Knopfdruck sozusagen. Dementsprechend einfach Vollgas. Und insgesamt könne Europa so nahezu 800 Milliarden Euro mobilisieren. Und von der Leyen stellte den Mitgliedsländern unter anderem Kredite in Höhe von 150 Milliarden Euro in Aussicht, um gemeinsam Raketen oder Luftabwehrsysteme zu beschaffen. Damit könnten diese ihre Militärhilfen für die Ukraine sofort deutlich steigern. Ich übersetze das einmal ins Deutsche. Das bedeutet, dass jetzt speziell Deutschland Milliarden Schulden machen soll, damit sie aus eigener Tasche, also du, ja, der Steuerzahler allgemein, diese Schulden zurückzahlt, damit wir, also wir wollen das nicht, Waffen mit unserem Geld quasi in die Ukraine schicken und das in die Luft gesprengt wird sozusagen und Menschen zu Tode kommen. Also, das ist eine absolute Sauerei. Da bin ich mal gespannt auf deine Meinung. Vielleicht verstehe ich ja irgendwas falsch, aber ich bin mal auf deine Meinung gespannt. Lass es mich in den Kommentaren wissen. Frankreich schreibt dazu: Trumps Entscheidung stärkt Russland. Aus Frankreich kam deutliche Kritik an der Entscheidung der USA, dass die sich jetzt zurückziehen. Dies stärkt die Position Russlands und erschwere es, einen Frieden zu erreichen, sagte der französische Europastaatssekretär Benjamin Haddad dem Sender France 2. Grundsätzlich rücke eine Entscheidung, die Waffenlieferung an die Ukraine auszusetzen, einen Frieden weiter in die Ferne, denn sie stärkt nur die Position des Aggressors vor Ort, und das ist Russland. Also, ich muss doch mal nachfragen. Ja, wir müssen mehr Waffen liefern, wir müssen mehr zum Krieg beitragen, damit wir Frieden schaffen können. Ach so, so funktioniert das in dieser Welt also. Alles klar. Okay, was sagt eigentlich der ungarische Präsident dazu, beziehungsweise allgemein die Ungarn? Die Ungarn stimmen dem Ganzen nämlich zu, wie die USA gehandelt hat. Die Regierung in Ungarn äußerte unterdessen Zustimmung für die Entscheidung Trumps, die Militärhilfe zu pausieren. Der US-Präsident und die ungarische Regierung sind sich einig.
Statt der Fortsetzung der Waffenlieferung und des Krieges sind ein Waffenstillstand und Friedensgespräche so schnell wie möglich notwendig. Also, das hört sich für mich plausibel an. Russland begrüßte den Stopp der US-Unterstützung. Wir können Trumps Wunsch nach Frieden in der Ukraine nur begrüßen, teilte der Kreml mit. Es sehe danach aus, dass die europäischen Länder versuchen werden, die Ukraine für den Verlust der US-Hilfen zu entschädigen. Bin sehr gespannt und wir wollen jetzt mal reinschauen, was Herr Putin zu der ganzen Situation sagt. Und es kommt noch eine Eilmeldung rein. Der russische Präsident Wladimir Putin beantwortete Fragen des Journalisten Pavel Zarubin im Anschluss an die Sitzung über die Entwicklung der Industrie für seltene Erdmetalle. Wladimir Putin erklärte, Russland wäre bereit, den USA die Möglichkeit einer gemeinsamen Arbeit im Bereich der seltenen Erdmetalle auf dem Territorium der Russischen Föderation anzubieten. Übrigens wären wir bereit, unseren amerikanischen Partnern, ich meine nicht nur Verwaltungsstrukturen, sondern auch Unternehmen, eine Zusammenarbeit anzubieten, wenn sie daran interessiert wären. Wir würden uns freuen, mit allen ausländischen Partnern zusammenzuarbeiten, auch mit amerikanischen. Wir sprechen auch von den neuen Gebieten. Das ist dasselbe. Wir sind bereit, ausländische Partner für die sogenannten neuen historischen Territorien zu gewinnen, die in die Russische Föderation zurückgekehrt sind. Auch dort gibt es gewisse Reserven. Wir sind bereit, dort mit unseren Partnern zu arbeiten, auch mit amerikanischen Partnern. Des Weiteren erklärte Putin, es wäre für alle Seiten von Vorteil, wenn die USA und Russland die Rüstung um 50% reduzieren würden. Wir könnten ein Abkommen mit den Vereinigten Staaten schließen. Wir sind nicht dagegen. Mir scheint, das ist eine gute Idee. Die Vereinigten Staaten würden die Rüstung um 50% reduzieren und wir würden um 50% reduzieren. Und die Volksrepublik China würde sich dann anschließen, wenn sie das möchte. Es ist ja immer die Rede von dem russischen Aggressor. Mir persönlich kam das jetzt nicht so vor, als ob er ganz aggressiv noch weiter vorgehen möchte. Auch er ist hier ganz klar, so wie ich das verstehe, an langfristigen geschäftlichen Beziehungen interessiert und am Frieden. Und die Gebiete, von denen er redet, mit historischen Neuglanz sozusagen, das waren russische Gebiete vor der Wende damals. Denn genauso wie Litauen, Lettland, Estland, Kasachstan, das waren ja alles UdSSR-Gebiete, Ukraine übrigens auch. Und ja, die haben sich jetzt quasi in dem Fall ihre alten Teile zurückerobert. Aber dazu auch gerne mehr in anderen Videos. Und auch hier erwähnt, 50% der Militärausgaben sollen reduziert werden. Das ist natürlich eine Megasumme. Übrigens für dich nice to know. Die USA übrigens ist bekannt als größte Militärmacht der Welt mit einem jährlichen Militärhaushalt von über 800 Milliarden Euro. Also, da freut sich auf jeden Fall die Rüstungsindustrie. Ich bin gespannt auf deine Meinung, was du dazu sagst. Wenn dir das Video gefallen hat, lass es jetzt mich wissen mit einem Daumen nach oben oder auch gerne natürlich einen kostenlosen Abo mit der Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und du kannst dieses Video unbedingt gerne natürlich teilen, damit mehr Menschen mehr von der Wahrheit erfahren. Ich freue mich auf das nächste Video. Liebe Grüße, der Markus.